Hallo ihr Lieben, wieder. Wir schauen eine Nachricht für euch. Ich lege sie mit dem Lebensbaum. Ihr habt es euch gewünscht. Und dann gucken wir, was ich euch mitteilen darf. Es geht um die Liebe hier fürs Kollektiv, um die Herzensangelegenheiten. Und es geht um verletzte Liebe, Verwundung, Schmerz und Kurskorrektur. Hier ist ein schöner Wechsel drin, also sollte man hier irgendwie in der Liebe starke Blessuren haben, kommt man hier wieder weiter, das Bötchen fährt weiter, die Hoffnungen und Träume werden wieder gesehen. Mit den Sternen können sich natürlich auch Dinge so wenden, dass sie plötzlich wieder glückbringend sind. Das geht hier auch an die Seelengefährten. Ne? Jemand, der seelisch mit uns sehr verbunden ist. Es kann ein Gegenüber sein, eine Situation. Ein Mensch, der vielleicht auch plötzlich ins Leben kommt. Was ich hier auch habe, ist, wenn jemand ein Gegenüber hat, dann hat er hier gutes Potenzial, die Finanzen zu drehen. Also es betrifft die Paarsituation. Das ist auch sowas, wo man Verluste aus der Vergangenheit ausbügeln kann. Ich habe Themen, da geht es um das wiederkehrende Geld, um Sachen, die immer gleich viel Geld kosten, jeden Monat. Und ich habe hier irgendwie eine Erleichterung drin. Hier ist es auch so, dass Zweifel überwunden werden können, die aus dem Beziehungsbereich kommen oder aus etwas, das sich ewig im Kreis gedreht hat. Dieses Verbindliche. Möglicherweise ist es auch so, dass hier eine Situation ist, wo man Zweifel am Leben hat oder an den Herausforderungen des Lebens. Das Schöne ist, das sind so Kreisläufe, die sind schon in der Wurzel irgendwie vorhanden. Da ist vielleicht jemand auch aufgewachsen mit viel Misstrauen oder mit viel Unehrlichkeiten. Und es zeigt sich so als Wiederholung im Leben und man kann es hier schön anpacken, in eine andere Ausgeglichenheit bringen, das ganz anders nach außen tragen. Ne? Ich habe die berufliche Situation, hier sieht man sich Erfolge einheimsen, langfristiges Wachstum dabei sein, Möglichkeiten von außen. Und ich habe hier natürlich auch Verträge, Aufträge, die hier mit gutem Geld auch zu sehen sind. Und ein Gefühl der Sicherheit. Ne? Also hier kann sich auch über den beruflichen Bereich etwas auszahlen. Nachrichten, die Erfolg mitbringen, die Sicherheit mitbringen, Gespräche, bei denen man sich neue Türen öffnet. Mit den Wegen hat man vielleicht auch die Situation, dass man, ja, wie mag ich es nennen, irgendetwas auf den Weg bringen muss, dass man bei einem Gespräch hört oder durch ein Gespräch erfährt, weitergibt selber oder durch irgendeine Nachricht an sich. Hier ist an sich viel Kommunikation. Vielleicht muss man sich auch austauschen, um sich besser zu entscheiden. Rechnet mit guten Nachrichten. Das mal 2. Hier sind Nachrichten oder Möglichkeiten, Gespräche, die Wege öffnen. Es kann jetzt hier auch im familiären Bereich sein. Man sieht viele Themen, Beziehung, Beruf, Geld, Familie. Und es ist etwas, wo ein großer Mangel aufgefüllt wird, ne? Wo man Verluste verarbeitet oder wo man positiv gestimmt wieder in eine andere Richtung auch guckt. Freunde können hier wichtig sein, Unterstützung von Freunden. Ich habe so für einen oder anderen ein bisschen das schicksalshafte Thema, dass irgendwelche Menschen einen großen Stellenwert in eurem Leben haben und an denen hängt ihr vielleicht auch sehr und da sind immer wieder so emotionale Berg- und Talfahrten zu sehen. Hier möchte auch etwas verändert werden, was auf der emotionalen Ebene sehr belastend ist. Das muss euch hier gar nicht selber gehören. Das kann einem nahestehenden Menschen, einem Freund, einem eigenen Kind gehören.
Und es ist einfach an der Zeit, sich emotional zu klären, ne? Mit der Vergangenheit abzuschließen. Hier sind eventuell auch nochmal Gespräche mit der Vergangenheit oder auch Vaterthemen, die hier anklopfen, um dass man sie so relativ ungetriggert wie möglich in eine andere Qualität beamen kann. Ich habe das Gefühl, man schafft das gut. Ihr habt hier die Sonne dabei, ne? Hier ist ein Ausgleich. Hier ist es vielleicht auch etwas, was... hier liegen Mann und Frau dicht beieinander. Hier ist es der Mond und die Sonne. Geben und nehmen. Veränderungen. Ich habe das Thema Vertrauen bei euch, ne? Gebrochenes Vertrauen oder etwas, wo ihr auch enttäuscht wurdet, was euch irgendwie so ein bisschen noch im Rücken hängt. Für einen oder anderen habe ich Auseinandersetzungen mit einer Cheffigur. Auch hier ist es möglich, dass man da getriggert wird durch eine Person, die vorgesetzt ist, die einen irgendwie an jemand erinnert, den man aus der Familie kennt. Möglicherweise auch an einen Partner aus der Vergangenheit. Falls ihr hier selbstständig seid, habe ich hier irgendeinen Kurs, eine Weiterbildung, etwas, was ihr studiert, was euch tatsächlich dann wieder Veränderungen zum Guten mitbringt. Vielleicht ist hier auch wichtig, gut auf die Bücher zu gucken. Neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Ich habe hier das Ende einer ganz verstrickten Situation, das Genesen von Elternthemen, das Genesen von, ich sag mal, Mutterthemen, das liegt hier unten, von den eigenen Wurzeln, Themen, die man mit den eigenen Kindern hat, mit dem Umfeld, mit Situationen, in denen man einfach mit drin war, ohne dass man das gleich begriffen hat, was da los ist. Es kann auch sein, dass ihr mit euren Kindern irgendwelche Themen habt, die Konflikte mitbringen. Am Ende ist es hier wirklich der Weg aus einer ganz verstrickten Situation. Ein Häutungsprozess, der sehr viel mit verletzter Liebe zu tun hat. Ihr habt die Libelle gekriegt mit dem Thema Zauberkraft. Ja, auf der Karte steht, hier finden Begegnungen im Herzen statt. Wir haben oben das Herz als Thema, auf der bewussten Ebene sozusagen. Und diese Sachen bringen Antworten ins Leben. Man betrachtet etwas aus einer ganz anderen Ebene. Man ist nicht so gedankenlastig und in der Logik, sondern da ist viel Herzöffnung. Da ist ein bisschen Magie um uns rum. Wir werden uns dem Zauber auch bewusst, der um uns rum überhaupt ist. Und da ist sehr viel inneres Kindgenesung. Ja. Hier öffnet man sich wieder dem Leben und der guten Energie und man erkennt die Quelle, die in einem selber auch liegt. Aber hier wirklich inneres Kind-Thematik, das sehr stark dazu beiträgt, dass eine derartige Befreiung kommt, dass du hier wieder durchatmen kannst, dass du dein Herz öffnest, dass du nicht zumachst oder zubleibst. Das eine ist ja, dass die weltlichen Dinge hier sehr gut liegen. Ne? Das andere ist ein tiefgreifender emotionaler Prozess. Ihr dürft Prioritäten setzen und ihr habt helfende Hände.
Heißt für mich auch, nehmt Unterstützung an, da wo ihr es braucht. Auch das kann ein inneres Kindthema sein. Ne? Lasst man es zu oder sagt man, nee, ich mache das alles alleine und endet dann an einem Punkt, wo man sich auch viel Schwere wieder aufgebaut hat. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.